Wenn deine Katze am Tisch bettelt, weißt du wirklich, was das bedeutet? Ja, es wirkt erstmal süß und harmlos. Aber hinter dieser einfachen Handlung steckt etwas Tieferes, das die meisten Menschen übersehen. Es ist eines der verletzlichsten Dinge, die deine Katze tun kann. Und wenn du es falsch deutest, was die meisten Halter tun, könntest du deiner Katze über lange Zeit unbemerkt schaden. Lass uns damit anfangen, was dieses Verhalten wirklich bedeutet. Wenn deine Katze dich beim Essen mit diesen riesigen Augen ansieht, fühlt es sich oft an, als würde sie sagen, nur einen winzigen Happen, ich schwöre, ich plane nichts Illegales. Und genau hier beginnt das Problem. Viele gefährliche Lebensmittel wirken nicht sofort dramatisch. Deine Katze fällt nach einem kleinen Stück Käse, Schinken oder Schokolade nicht automatisch in Zeitlupe vom Stuhl. Der Schaden ist oft stiller, langsamer, tückischer. Bei Katzen ist der Stoffwechsel anders als bei uns. Ihre Leber verarbeitet bestimmte Stoffe schlechter und weil Katzen obligate Karnivoren sind, reagieren sie auf einige menschliche Lebensmittel deutlich empfindlicher. Was für dich ein Snack ist, kann für deine Katze eine Belastung für Leber, Nieren, Herz oder Nervensystem sein. Zu den klassischen Problemlebensmitteln gehören Zwiebeln, Knoblauch, Schokolade, Trauben und Rosinen, Alkohol, Koffein, Xylit, rohe Teige, stark salzige Speisen und viele fettige Essensreste. Nicht alles ist in jeder Menge sofort tödlich. Aber genau das macht es so gefährlich, es fühlt sich harmlos an. Es geht also nicht um Panik, es geht um Klarheit. Schauen wir uns die Wissenschaft dahinter an. Zwiebeln, Knoblauch und Lauchgewächse können bei Katzen oxidative Schäden an den roten Blutkörperchen verursachen. Das kann zu sogenannter hämolytischer Anämie führen. Symptome sind Schwäche, blasses Zahnfleisch, schneller Atem oder Appetitlosigkeit. Und das Gemeine ist, die Symptome treten oft verzögert auf. Schokolade und Koffein enthalten Methylxanthine, vor allem Theobromin und Koffein. Diese Stoffe können bei Katzen Unruhe, Erbrechen, Herzrasen, Zittern und im schlimmsten Fall Krampfanfälle auslösen. Dunkle Schokolade ist dabei besonders riskant. Deine Katze braucht keinen Espresso, sie ist ohnehin schon nachts überzeugt, CEO des Hauses zu sein. Trauben und Rosinen gelten ebenfalls als potenziell gefährlich, auch wenn der Mechanismus bei Katzen nicht vollständig geklärt ist. Es gibt Hinweise auf akute Nierenschäden, und genau diese Unsicherheit ist der Punkt, wenn selbst die Forschung sagt Vorsicht, sollte dein Futternapf nicht zum Experiment werden. Auch hohe Fettmengen können problematisch sein. Sehr fettiges Essen kann Magen-Darm-Beschwerden auslösen und bei empfindlichen Tieren das Risiko für Pankreatitis erhöhen, also eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Das ist schmerzhaft und medizinisch ernst. Die American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, kurz ASPCA, führt viele dieser Stoffe klar als toxisch. Die Merck Veterinary Manual und die FDA warnen ebenfalls vor mehreren dieser Lebensmittel. Jetzt kommt ein Punkt, den viele unterschätzen. Deine Katze entscheidet nicht nur über Geschmack, sie reagiert extrem stark auf Geruch, Routine und Umgebung. Wenn du auf dem Sofa Chips isst, ist das für deine Katze nicht einfach Essen, es ist ein intensiver Geruchsmoment. Fett, Salz, Fleischaromen, Käse, warme Temperatur, knisternde Verpackung. Für eine Katze ist das wie ein kleiner sensorischer Actionfilm. Dazu kommt Territorium. Katzen wollen dort sein, wo es nach dir riecht und wo soziale Aktivität stattfindet. Wenn du in der Küche kochst oder am Tisch sitzt, ist das ein wichtiger Teil ihrer Umgebung. Betteln ist deshalb oft nicht nur Hunger, es ist Nähe, Neugier und Beteiligung. Manche Katzen lernen außerdem sehr schnell, dass ein bestimmtes Verhalten Erfolg bringt. Ein kleiner Pfotenstupser, ein Blick, ein Miau im exakt richtigen Tonfall. Und plötzlich fällt ein Stück Wurst vom Tisch. Zufall. Für deine Katze ein perfekt trainierter Mechanismus. Das bedeutet nicht, dass deine Katze manipulativ ist, sie ist einfach brillant darin, Muster zu erkennen. Leider nutzt sie diese Genialität manchmal für kulinarische Fehlentscheidungen. Und hey, wenn das für dich Sinn ergibt, lass ein Like da und abonnier den Katzendenken-Kanal. So erreichen wir mehr Katzenmenschen, die wirklich verstehen wollen, was ihre Katze ihnen sagen will. Aus evolutionärer Sicht ist eine Katze darauf programmiert, kalorienreiche Chancen zu nutzen. In freier Umgebung wäre eine energiedichte Mahlzeit ein Überlebensvorteil. Das Gehirn sagt nicht, Moment, enthält diese Soße vielleicht Zwiebelpulver? Es sagt, riecht intensiv, könnte wertvoll sein, geh hin. Und genau deshalb
sind verarbeitete menschliche Lebensmittel so tückisch. Wurst, Soßen, Brühen, Gewürzmischungen oder Fertiggerichte enthalten oft versteckte problematische Stoffe, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, zu viel Salz, Zuckerersatzstoffe oder Fettmengen, die für Katzen ungeeignet sind. Besonders heikel ist Xylit, ein Zuckerersatz, der in manchen Süßigkeiten, Backwaren, Zahnpflegeprodukten oder Erdnussbutter vorkommen kann. Bei Hunden ist die Toxizität sehr gut belegt. Bei Katzen wird Xylit seltener aufgenommen und scheint anders zu wirken, aber genau deshalb gilt, kein Risiko eingehen, wenn die Datenlage unklar oder uneinheitlich ist. Auch roher Hefeteig ist gefährlich. Im Magen kann er aufgehen und zusätzlich Alkohol bilden. Das kann zu Blähungen, Schmerzen und Alkoholvergiftung führen. Ja, selbst ein unscheinbares Stück Teig kann ernster sein als das Gesicht deiner Katze, wenn du ihr das Huhn wegnimmst. Hier wird es emotional. Viele Katzen nehmen problematische Snacks nicht einfach irgendwo, sie nehmen sie von dir. Und das hat mit Bindung zu tun. Katzen bauen oft selektive soziale Routinen auf. Sie entscheiden sehr genau, bei wem sie Nähe suchen, von wem sie Futter annehmen und in welchen Momenten sie sich sicher genug fühlen, um etwas Neues zu probieren. Wenn deine Katze also aus deiner Hand essen will, ist das nicht nur Appetit, es ist Vertrauen. Und genau deshalb ist dieser Moment so sensibel. Denn etwas, das wie Liebe aussieht, kann unbeabsichtigt zur gesundheitlichen Belastung werden, nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil wir Nähe oft über Füttern ausdrücken. Das ist zutiefst menschlich. Wenn du deiner Katze etwas Gutes tun willst, dann schenke ihr lieber sichere gemeinsame Rituale, ein kurzes Spiel vor dem Füttern, ein hochwertiger Katzensnack, ruhige Nähe in der Küche ohne Tischreste. So bleibt die Bindung intakt, ohne dass ihr Körper dafür bezahlt. Das vielleicht Schwierigste an diesem Thema ist, dass die gefährlichsten Momente oft liebevoll aussehen. Ein Stück vom Frühstücksei, ein Bissen vom Butterbrot, ein Rest Thunfisch mit Gewürzen, ein Schluck Milch, weil es irgendwie katzig wirkt. Gerade Milch ist ein Klassiker. Viele erwachsene Katzen vertragen Laktose schlecht. Das führt nicht direkt zu Vergiftung, aber oft zu Durchfall, Bauchschmerzen und Stress für den Verdauungstrakt. Die tiefere Wahrheit ist also, deine Katze braucht nicht das, was du isst, sie braucht, dass du ihre Biologie respektierst. Wahre Fürsorge bedeutet manchmal, Nein zu sagen, obwohl ein Ja im ersten Moment liebevoller aussieht. Und das ist kein kaltes Nein. Es ist ein warmes, kluges Nein, ein Nein, das sagt, ich sehe dich. Ich kenne deine Grenzen. Ich schütze dich auch dann, wenn du selbst gerade überzeugt bist, dass ein Croissant absolut zur natürlichen Beute gehört. Wenn deine Katze etwas potenziell Gefährliches gefressen hat, warte nicht einfach ab, bis es schon wieder wird. Achte auf Warnzeichen, Erbrechen, Durchfall, starker Speichelfluss, Zittern, Unruhe, Schwäche, Atemveränderungen, blasses Zahnfleisch, Taumeln, Krämpfe, ungewöhnliche Müdigkeit oder fehlender Appetit. Gerade bei Zwiebeln, Knoblauch oder Nierentoxinen können Symptome verzögert auftreten. Wichtig: Löse Erbrechen niemals eigenständig aus, ohne tierärztliche Anweisung. Manche Hausmittel sind selbstgefährlich. Am besten handelst du so. Erstens: Entferne die Substanz. Zweitens: Versuche herauszufinden, was und wie viel gefressen wurde. Drittens: Kontaktiere sofort deinen Tierarzt oder einen tierärztlichen Notdienst. Wenn möglich, fotografiere Verpackung oder Lebensmittel. Diese kleinen Informationen können medizinisch entscheidend sein. Und vielleicht der wichtigste Punkt überhaupt: Sicherheit beginnt nicht erst im Notfall. Bewahre gefährliche Lebensmittel außerhalb der Reichweite deiner Katze auf. Keine Teller unbeaufsichtigt. Kein Backteig offen. Keine Rosinen auf dem Tisch. Keine Schokolade in Reichweite. Deine Katze ist flauschig, elegant und manchmal leider auch ein erstaunlich kreativer Lebensmittelermittler. Deine Katze vertraut dir nicht nur, wenn sie auf deinem Schoß schläft. Sie vertraut dir auch in diesen kleinen, stillen Momenten, wenn sie dich beim Essen ansieht und hofft, dass du die richtige Entscheidung triffst. Und genau darum geht es hier. Nicht um Angst, nicht um Schuld, sondern um Verständnis. Manche Lebensmittel wirken harmlos, sind es aber nicht. Und je besser du diese unsichtbaren Risiken kennst, desto sicherer, gesünder und entspannter wird das Leben deiner Katze. Wenn du willst, schreib in die Kommentare, welches dieser Lebensmittel dich am meisten überrascht hat. Und wenn du eine Katze kennst, die schon beim Rascheln einer Chipstüte aus dem Nichts erscheint wie ein pelziger Ninja,
dann teil dieses Video mit genau diesem Menschen. Pass gut auf deine Katze auf, sie würde es tun, wenn sie einen Kühlschrank bedienen könnte.